Der Subaru XV mit 4.000 € Preisvorteil, das Modelljahr 2020. Ja, zufälligerweise hat der Michael Sauer ein Kennzeichen sogar mit XV 2020 organisiert. Hier steht er, ja, es gibt 4.000 € Bonus für eine bestimmte Ausstattung, nämlich die höchste Ausstattung, die es gibt. Ja, hier ist Michael Sauer, grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Lange nicht mehr gesehen. Long time no see. Ist das die beste Ausstattung? Das ist die beste Ausstattung, ja. Was ist denn da so gut? Gut, der hat halt alles drin, was man so braucht oder auch nicht braucht. Unter anderem Leder, Schiebedach, elektrische Sitzverstellung, Lenkradheizung und natürlich unseren neuen E-Boxer Hybridantrieb. Hybrid ist neu. Das ist zugunsten des Kraftstoffverbrauchs und dann verbrauchen die Autos wirklich in der Stadt weniger als auf der Autobahn. Ja, also 10% ist die Gesamtkraftstoffeinsparung im kombinierten Bereich. Allerdings in der Stadt ist es deutlich spürbar. Also wenn man im Kurzstreckebereich das Auto fährt, braucht man deutlich weniger als vorher. Die Farbe Rot, die gefällt dir? Ich finde die gut auf dem Auto. Das ist ganz außergewöhnlich, weil normalerweise sind die Autos ja alle grau. Und so ein rotes Auto fällt auf. Ja, mit dem Auto komme ich wirklich überall durch. Es hat einen speziellen, ich sag mal, Antrieb, den werden wir auch jetzt heute noch mal in einem anderen Video zeigen, wo man einzelne Räder blockieren kann, sogar bis zu 3 Räder komplett blockieren kann. Und er zieht sich noch aus dem Matsch raus. Ja, ist das so? Das ist so, ja. Man kann also durch eine Vorrichtung, die ich gebaut habe, so ein durchdrehendes Rad simulieren und bis zu 3 Räder können wir durchdrehen lassen und dann steht noch eins auf der Erde und dann sollte das noch rauskommen. Ja, vorne sieht man nämlich jetzt auch mal Energie, CO2-Effizienzklasse B. Das ganze Fahrzeug hat eine Masse von 1651 Kilogramm und verbraucht 6,5 Liter. Das ist ein realistischer Wert und ich zeige es gerade nochmal, CO2-Effizienzklasse B. Und wir sind hier mit 149 Gramm auf Kilometer unterwegs, pro Kilometer. Ja, du verkaufst hier ganz viel im Moment. Ja, XV ist gut nachgefragt, ebenso wie der neue Forester mit dieser Hybridtechnik. Da hat Subaru auch wieder ein eigenes Ding gebaut, setzt sich von der Masse ab. Also wir haben hier einen Mild-Hybrid sogenannten, allerdings mit Hochvolttechnik, 118 Volt, mit 66 Newtonmeter zusätzlicher Schubleistung ist das eine spürbare Unterstützung des 2 Liter Benziners. Die spürt man auch so. Und das Schöne ist, man kann mit diesem Mild-Hybrid sogar teilweise ganz elektrisch fahren. Das geht. Also normalerweise sind Mild-Hybrids ja kaum spürbar. Wenn man sich dann so den Kraftstoffverbrauch anguckt und so, dann wird es kaum ausgewiesen. Aber das macht sich hier in rund 1 Liter bemerkbar, oder? Ja, 1 Liter braucht man wirklich weniger. Ich kann das auch nachher mal noch zeigen, wenn wir ein Stück fahren, was so in der Summe da zusammenkommt. Nach ein paar Stunden Kurzstreckenfahrt oder ein paar 100 Kilometer war der Motor ein paar Stunden aus. Und wenn der Motor aus ist, verbraucht er halt keinen Kraftstoff. Und das ist halt schon ein Unterschied zum anderen Mild-Hybrid, der eigentlich nur den Benzinmotor unterstützt. Ja, es geht ja auch darum, dass die Flottenverbräuche, die müssen ja auch runtergehen, ja. Und da lassen sich die Hersteller einiges einfallen. Mild-Hybrid bedeutet, dass der Elektromotor mit im Getriebe drin ist. Genau, wir haben also einen Mild-Hybrid. Der Elektromotor sitzt im Getriebegehäuse drin, unterstützt den Antrieb, gibt die Kraft also direkt über das Getriebe auf die Achsen ab und unterstützt nicht nur über einen Riementrieb, wie das so allgemein üblich ist, entlastet dann nicht nur den Motor, sondern man kann wirklich rein elektrisch auch ein gutes Stück fahren, bis zu 1,6 Kilometern. Ja, das Platzangebot, wenn du mal so lieb bist, dich mal hinten reinsetzt, ja. Dass man siehst, er hat hinten so eine ganz schwarze Privacy-Verglasung. Genau, Privacy-Verglasung mit drin. Du bist wie groß? 1,80. 1,80. Mach mal oben den Handschlag. Da ist noch viel Platz drin. Das Schiebedach hier jetzt in der Ausstattung kommt das Dach immer ein Stück runter. Also okay, das ist jetzt aufgedoppelt. Genau, weil das Schiebedach schiebt ja hier rein. Das schiebt hinten rein. Deswegen ist der Platz dann noch ein Ticken kleiner. Carbon-Look innen. Ja, Carbon-Look innen. Wir haben auch hier schöne orangene Nähte. Auch hier an den Ledersitzen sieht man das schön nochmal abgesetzt. Das ist ja im Moment so der Trend. Der führt sich auch im ganzen Auto fort. Auch vorne am Armaturenbrett haben wir nochmal diese orangenen Nähte. Und der Carbon-Look sieht man auch vorne nochmal rechts und links in den Türen. Ja, die waren ja mal ziemlich bekannt, eher, ich sag mal, Autos zu bauen, die recht nüchtern sind, Subaru.
Das hat man dann mit dem XV jäh beendet. Man hat jetzt ein europäisches Design entwickelt, was aber weltweit gut ankommt, sogar in Amerika. So ist es ja. In Amerika ist es ein absoluter Renner. Insgesamt der Forester und der XV, die machen mit dem Outback zusammen, glaube ich, in Amerika 800.000 Autos im Jahr. Das ist also schon eine Zahl. Wenn man da unsere bescheidenen Verkäufe in Deutschland sieht, ist das ein Indiz dafür, dass das Auto weltweit halt absolut erfolgreich ist. Das hat sogar Fans, gibt es Videos, die haben den hochgebockt, ja. Das heißt, die haben die Federn, das darf man hier natürlich nicht, aber es gibt richtige Fangruppen dafür. Aber das Starke ist eigentlich so der Antrieb. Da ist eine Elektronik mit drin, wenn du mir das mal kurz erklärst, die wirklich in Verbindung mit dem Getriebe unglaubliche Sachen macht. Genau, wir haben hier also den Symmetrical AWD, das habe ich ja schon mehrfach erklärt. Das ist einmal die Positionierung des Motors und des Getriebes im Fahrzeug. Zusätzlich haben wir eine Kraftverteilung, die permanent ist. Kraftverteilung ist 60:40 vor der Hinterachse hier beim XV. Und wie gesagt, das E-Hybrid-System ist da mit integriert. Zusätzlich gibt es den X-Mode, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren schon. Und der wiederum ist dazu da, nochmal den Allrad und die Kraftverteilung zu verfeinern. Und das bringt uns halt in die komfortable Situation, dass wir gegenüber einem konventionellen Allradantrieben schon einen Vorteil haben, was die Traktion angeht. Wenn du mal so lieb bis vorne aufmachst, dann zeigen wir mal den Motor. Der Schwerpunkt ist sehr tief. Das ist so ein Geheimnis eigentlich bei allen Boxermotoren und er ist absolut symmetrisch. Das heißt also beim Gas geben schießt der Motor nicht in eine bestimmte Richtung. Was man hier oben drauf sieht, die Kunststoffabdeckung, die ist, sage ich mir jetzt nur Show. Der Motor, der liegt viel tiefer. Genau, der Motor liegt hier unten drunter. Hier oben drüber sieht man jetzt hier den Startgenerator. Das ist auch neu beim E-Boxer Hybrid. Wir haben also auch hier insgesamt 3 Batterien verbaut. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist die Batterie, die normal fürs Bordnetz zuständig ist. Hier haben wir die Batterie, die für diesen Startgenerator, der ja hier sitzt, zuständig ist. Und der macht nichts anderes, als den Motor wieder einschalten, wenn der aus dem Elektrobetrieb wieder starten soll. Das heißt, über den Generator wird der Riemen den Motor antreiben und dadurch springt er wieder an. Und das ist geräuschlos und verschleißfrei. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, das gibt es auch nur bei Subaru im Moment. Das ist ein Motor, der quasi, ist also jetzt kein Anlasser, sondern ein richtiger Motor. Das ist ein Generator, also eine Lichtmaschine, landläufig, die in dem Moment, wenn sie bestromt wird, als Motor fungiert und den Riemen antreibt und dadurch den Motor wieder startet, ohne dass da ein elektrischer Motor zum Ritzel rein am Schwungrad eingreifen muss. Hier sieht man, der Motor liegt ganz tief. Genau, ganz tief. Hier unten ist die Wasserpumpe, hier ist die Kurbelwelle und der Motor ist auch nur etwa so groß und ungefähr so hoch. Warte, ich zeig's mal gerade nochmal zeigen. Also ungefähr so hoch. Der Motor und so. Also sehr, sehr kompakt. Genau. Ja, man kommt doch gut ran. Also du als Mechaniker, wenn mal was zu machen ist also auch ein Riesenvorteil. Gut, ihr braucht wahrscheinlich für den Motor auszubauen schon mal eine gute Stunde. Ja gut, das dauert schon 1-2 Stunden, brauchst schon. Man muss hier doch schon jede Menge Kabel abkoppeln. Auch im E-Hybrid-Bereich sind auch ein paar Hochvoltkabel, die man hier jetzt zum Glück noch nicht sieht. Also der Mechaniker, der da mal den Service macht, der kommt mit denen gar nicht in Kontakt. Ist es unten auf, unten drunter? Kann man da mal reinfilmen? Nee, da ist eine Platte drunter. Ja. Okay, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und wie gesagt, um das Batteriethema abzuschließen, die dritte Batterie, die eigentlich diese Lithium-Ionen-Batterie ist, die liegt hinten über der Hinterachse. Ja, zeig mal. Ob man da irgendwas sieht. Der Kofferraum, ist der stark beeinträchtigt dadurch? Also der ist etwas höher gekommen gegenüber dem konventionellen Modell. Allerdings haben wir nicht sehr viel Platz verloren. Hier drunter sieht man jetzt diese Lithium-Ionen-Batterie unter dieser Abdeckung. Und hier hinten kann man das erste orangene Kabel so ein bisschen erkennen. Also die sind aber alle abgedeckt und ohne Hochvoltschulung geht da sowieso keiner dran. Die ist wartungsfrei? Die ist wartungsfrei, ja. 8 Jahre Garantie bis 160.000 Kilometer. Okay, ich kann damit ein bisschen fahren elektrisch? Ja. In gewissen Fahrsituationen geht das, so auch im Schiebebetrieb, wenn man durch 30er-Zonen fährt und dann macht das wirklich Spaß damit. Natürlich geht immer Komfort vor Elektrofahren, das heißt, wenn ich die Klimaanlage auf 20 Grad stelle und draußen sind es 30 Grad, dann will der erst versuchen, die Temperatur hinzukriegen, dann schaltet er natürlich den Motor nicht ab. Ja, Motor ist auch, der Wagen ist recht groß. Ist das Serie hier, die Abdeckung? Ja, Laderaumabdeckung ist Serie und wir haben also jede Menge Serienausstattung schon
in diesem Platinum-Modell ab Werk drin. Ja? Also wie gesagt, schon Leder, Navi, da ist alles drin, Rückfahrkamera, Notbremsassistent, die ganzen Assistenten haben wir ja schon besprochen. Das zeigen wir gleich mal während der Fahrt. Genau. Aber wie gesagt, ich würde auch gerne mal vielleicht heute zeigen, dass man auch im Gelände in eine Situation kommen kann, wenn man mal sich verfährt und fährt in den Wald und muss drehen und hat ein Problem, dann haben wir hier mit dem Auto halt keine Probleme. Ne? Ja, komm, wir fahren mal. Das wollen wir mal vorne, hinten zumachen. Ich steige mal ein. CO2-Blatt noch raus. Warte, ich zeig mal gerade innen. Das ist das Leder. Das sogar innen ist es so perforiert, gell, das Leder. Ja. Ist es auch innen belüftet? Belüftet ist es nicht, aber dadurch, dass es allein schon perforiert ist, wird es auch durch das Betätigen, wenn sich man drauf setzt, dann geht ja ein bisschen Luft durch. Aber okay. Belüftete Sitze gibt es bei uns noch nicht. Bisher noch nicht. Ja, ich habe auch gesehen, auch hinten jetzt die Klappe ist noch mechanisch, oder? Da ist noch kein Motor drin. Gibt es sowas? Beim XV gibt es noch keine elektrische Heckklappe. Ich denke, dass sie das aus Platzgründen irgendwie weggelassen haben, dass der Kofferraum nicht noch mehr leidet, weil irgendwo muss ja auch die Elektrik hin, die für so eine elektrische Heckklappe erforderlich ist. Ne? Warte mal kurz, ich mach mal zu und schneide mich mal an. Stark. Ja, die Leute, die fahren ja mittlerweile in Corona-Zeiten ja alleine Probefahrt. Das ist ja im Moment so. Ja, teilweise ist es so, teilweise fahren sie mit mir, dann werde ich mich aber maskieren. Und ich meine, die Fahrschulen, die bilden ja auch weiterhin aus. Du warst eben noch maskiert, muss man dazu sagen. Jetzt meine Maske, die hängt hier an meinem Wo? Arm. Ach, das ist die Maske, okay. Ja, ich kann die auch gerne anziehen. Nee, brauchst du nicht. Aber ich habe gedacht, das wäre so ein modisches Accessoire, dass man das jetzt so als Hand... So ein Kombi-Ding aus beiden, siehst du? So, kann ich mich auch maskieren. Ne? Banküberfall von morgen. So, ich zeig mal gerade hier vorne. Hat sich stark geändert, das Cockpit? Nee, hat sich nicht viel verändert. Das Einzige, was wir hier haben jetzt nach dem Start, ist sofort der Spurhalteassistent aktiv. Den musste man vorher einfach einschalten. Der ist jetzt einfach nach dem Kaltstart immer aktiv, genau. Hier sieht man jetzt auch nochmal schön die Übersicht des Motors hier in Gold gezeigt. Das ist der Benziner. Das Charge-Modul, das jetzt hier angezeigt wird in Blau, das ist vorne der Motor. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Es gibt ja kein Kabel zum Aufladen. Gar nichts. Jetzt ist er auch schon ausgegangen, obwohl der Motor noch kalt ist. Das merkst du nicht. Das ist interessant. Du merkst es überhaupt nicht. Ja, jetzt siehst du hier. Warte mal. Wir haben jetzt hier auf 264 Kilometer, im Tageskilometer war der Motor schon über 2 Stunden aus und hat 1,4 Liter Kraftstoff gespart. Nur allein dadurch, dass er abgeschaltet wird. Ja. Also bei meinem VW schalte ich immer die automatische Abschaltung ab, weil das nicht gut gelöst war. Die haben einfach nur Anlasser an, aus. Das ist ja anders. Genau, das ist ja was anderes. Wenn ich jetzt, wir werden jetzt gleich merken, ich mache mal Fenster zu. Jetzt ist ja ganz ruhig hier drin. Jetzt, wenn ich jetzt die Ampel gleich grün wird und ich fahre an, dann fährt er erstmal elektrisch los. Sieht man jetzt auch hier. Ja, der rollt jetzt so im Kriechmodus. Ja. Und erst wenn ich jetzt aufs Gas gehe, jetzt kommt der Verbrenner dazu. Das merkst du aber gar nicht. Aber das geht über diesen eben beschriebenen Startgenerator völlig geräuschlos, genau. Die Assistenzsysteme, ich meine, das haben wir schon mal gezeigt, aber wir wollen es gleich mal zeigen. Hier sieht man auch den Ladezustand, Batterie ist fast voll. Das geht aber laufend rauf und runter die ganze Zeit. So ist es, ja. Jetzt gibt er gerade ab, jetzt beschleunigen wir Richtung Autobahn. Jetzt gibt die Ionenbatterie die 66 Newtonmeter frei und unterstützt, solange ich je nach Gaspedalstellung beschleunige, den Verbrenner. Das bewirkt einmal, dass wir eine bessere Beschleunigung haben und zum anderen, dass der Motor, der Benziner, natürlich nicht so viel arbeiten muss und dadurch wieder Kraftstoff spart. Jetzt sind wir so im Rollmodus. Jetzt ist nur der Verbrenner allein da. Jetzt gehe ich in den Schiebebetrieb. Schon wird die Polung des Elektromotors wieder umgestellt und er fungiert als Generator, der die Ionenbatterie lädt. So, und jetzt, auch wenn ich hier ein bisschen weggucke, mein Spurhalteassistent ist schon da, der hat mich gerade ein bisschen korrigiert, dass ich hier auch schön in der Mitte bleibe. Das ist kein Spielzeug bei Subaru. Nee, das ist eben kein Spielzeug, der greift schon aktiv ein, auch wenn der hier jetzt weiß ist, hier rechts. Und ich komme jetzt Richtung, zack, jetzt wird er grün, das heißt, er greift jetzt ein. Na? Wir haben schon mal darüber vor Jahren schon berichtet, wie fortschrittlich das ist. Das funktioniert auch mit Kameras hier? Das funktioniert über diese beiden EyeSight-Kameras.
die in jedem Subaru inzwischen in der Serienausstattung sind. Also selbst beim 1,6 Liter Trend mit Automatikgetriebe und 1,6er Verbrenner sind die Kameras schon drin und die Systeme verbaut. Es liegt halt daran, dass Subaru will einfach das sicherste Auto der Welt bauen und dazu gehören halt alle Assistenten. So, der hat Spurhalteassistent, er schaut auch voraus, ob Genau. jemand irgendwas davor steht, bremst automatisch. Bremst automatisch, sobald sich vor uns ein Auto befindet, dass er erfasst über seine Scanner. Jetzt sind wir natürlich hier im Stadtverkehr, jetzt kann ich das natürlich nicht so gut zeigen. Ja, wir haben aber schon mal so ein, was stark ist, das Navi ist viel, viel besser geworden. Ja, auch hier 3D-Grafik und natürlich nochmal neue Software drauf. DAB Plus. DAB Plus, das Display ist größer geworden. Das sind alles so die Feinheiten. Ne? Hier haben wir den X-Mode, den ich da gleich noch zeigen werde. Hier die Berganfahrhilfe, die man aktivieren kann. Und in der Summe ist das schon eine sehr komplette Ausstattung. Ne? Ja. Hier in der Stadt kann ich jetzt hier mal zeigen, jetzt hänge ich mich hier adaptiv an den Vordermann dran. Ach, das macht er ja auch in der Stadt. Ja, siehst du, jetzt bremst er und jetzt bremst unsere auch. Ne? Automatisch, du machst nichts. Ich mach nichts. Das Krass. geht auch bis zum Stillstand und selbst in diesen Modus geht der Elektromotor mit rein und jetzt fahren wir wieder rein elektrisch. Das hat er wieder abgeschaltet. EV, Motor aus. Und wenn es jetzt weitergeht, dann tippe ich einfach nur hier an meinen Schalter vom Tempomat und dann folgt er dem Vorgänger wieder. Zack. Ah, krass, du musst gar nichts drücken. Nee. Kein Pedal, nichts. Nee, ich könnte auch das Gaspedal benutzen, aber ich mache. Er lenkt automatisch Er jetzt. lenkt, aber erst der Spurhalteassistent funktioniert ab 60. Ab 60 Aber auch km/h. jetzt bremst er wieder vor uns. Warte mal, ich zeig Ich mal. mache nichts. Und Boah. selbst im Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt kann man das benutzen, wenn man es möchte. Ne? Man muss halt nur darauf achten, dass man hier die Geschwindigkeit, die man sich einstellen kann, dass die in der Stadt nicht zu hoch ist. Sonst versucht er, sobald der Vordermann weg ist, natürlich die Geschwindigkeit zu erreichen, die hier steht. Das heißt, wenn ich von der Autobahn komme und hat 80 da stehen, dann muss ich schon im Stadtverkehr auf 40 runtergehen oder 45. Sag mal, das Sicherheitselement, dass der automatisch bremst, ist das immer aktiv? Ja, der Notbremsassistent ist immer aktiv. Wie der Name es schon sagt, das ist ja ein Notbremsassistent. Der wird dann aber auch schon aggressiv beim Bremsen. Der warnt mich erst, wenn ich quasi das Hindernis nicht erkenne. Und wenn ich dann, auch hier jetzt mal ganz normal im Stadtverkehr, hat das vordere vor uns fahrende Auto im Visier und hält den Abstand und bremst. Und ich muss mich eigentlich gar nicht drum kümmern. Ich kann mich schön mit dir unterhalten. Da lacht er. Warte, ich zeig mal gerade hinten den Platz. Ein Fünfsitzer? Fünfsitzer, ja. Vollwertig gut. Für die 5. Person befindet sich da an der Rücksitzbank, die kommt von hinten von der C-Säule. Kindergedöns, alles drin? Ja, Isofix, das ist alles klar, das ist am Bord. Ja, das ist nur erwähnenswert. Selbstabblender, Innenspiegel und so weiter, das haben wir auch alles. Subaru hat ein bisschen gebraucht mit dem Thema Elektro, aber es ging gar nicht mehr anders, oder? Ja, das ist klar. Also Subaru kann sich auch von dem Elektro-Trend einfach nicht mehr verschließen. Und solange die in Europa Autos verkaufen wollen, müssen die auch den Weg weiter mitgehen. Inzwischen gibt es in Amerika sogar schon einen Plug-in-Hybrid. Echt? Ja, gibt es schon. Auch als XV, oder? Auch als XV, wobei ich nicht weiß, ob wir den bekommen werden. Also da hält sich der Hersteller sehr bedeckt. Die Importeure fragen natürlich, weil die Nachfrage immer mehr steigt. Aber es gibt keine verlässliche Aussage darüber, ob der bei uns kommen wird. Ja, es ist ja vielen Leuten, geht es ja auch um die 05 Versteuerung als Dienstwagen. Genau, das kommt noch mit dazu. Und da wir ja eher im, sage ich mal, sicher, den Radfahrer erkennt er jetzt auch für uns. Echt? Ja. Als Der wird zwar schematisch als Auto dargestellt, aber er ist sicher, der hat den jetzt erkannt. Und genauso erkennt er auch Fußgänger. Ja, das ist doch gut, oder? Ja, das ist prima. Ja, wie gesagt, wir sind ja mehr im Privatsegment unterwegs als eine gewerbliche Kunde. Insofern ist das mit den 0,5% für uns jetzt nicht so entscheidend. Für uns ist wichtig, dass wir guten Service bieten Ja. und die Kunden halt
gut beraten und denen so einen persönlichen Touch geben, halt was in den großen Autohäusern immer schwieriger wird. Ja. Wenn bei uns jemand ein Auto kaufen kommt, da wird er von mir oder Herr Pilger persönlich beraten und betreut bis zum Kauf und anschließend macht es dann die Werkstatt weiter. Und das ist vor allem bei den älteren Menschen ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor, der uns natürlich auch ältere Kundschaft beschert, aber die lieben das halt, diese individuelle persönliche Betreuung. Jetzt gehen die Autos ja selten kaputt, also die Motoren schon mal zweimal nicht, oder? Nee, Motorenschäden sind so gut wie, also ich glaube, wir hatten in den letzten 20 Jahren 2 Motorschäden, wobei da manchmal auch Fertigungsproblematiken einhergehen. Das kann ja mal passieren. Oder auch Bedienungsfehler, ne? Auch das gibt es auch, wenn man sich mal verschaltet oder aus irgendeinem Grund. Der überdreht, oder? Ja, zu wenig Öl im Motor hat und dann geht der beste Motor kaputt. Ne? Aber auch hier wird nachgebessert. Wir haben jetzt Ölstandskontrollen. Also wenn Öl fehlt, wird das auch angezeigt. Und der Fahrer sollte das dann halt nicht ignorieren. Ne? Sondern wenn da eine Kontrolllampe angeht, dann sollte man sich schon mal informieren, was dahinter steckt. Gedanken machen. Genau. Das liegt auf der Hand. So, wir fahren jetzt mal wohin, wo Bauarbeiter was kaputt gemacht haben. Ja, wir fahren jetzt mal an den Waldrand, also quasi an den Stadtrand von Saarbrücken. Dort gehe ich öfter mit dem Hund spazieren und da hatten vor ein paar Tagen, Wochen Waldarbeiter mal eine Schneise in den Wald geschlagen, weil da Bäume gefällt werden mussten. Und da gibt es jetzt so ich sag mal da hat sich so eine Rückergasse entwickelt durch diese Fellarbeiten. Die habe ich dann mir mal angeguckt, dachte ich, da könnte man mal hinfahren, um mal zu zeigen nochmal in der Praxis, dass man gar keine Angst haben muss, wenn man mal aus irgendeinem Grund in eine Situation gerät, wo man sagt, oh je, da komme ich nie mehr raus. Ja? Also ist der XV auch so ein Jägerauto? Nee, der Jäger nimmt den auch, aber der Forester ist eigentlich der typischere Jäger. Aber so ein weil er mehr Platz hat für Hund und Gewehr. Aber ihr habt die XVs viel auch im Einsatz bei Behörden, oder? Ja, bei Behörden weniger, sondern mehr bei wir haben so Stromnetzanbieter, die auch diese Stromleitungen kontrollieren und die fahren ja halt auch diese Überlandleitungen, die gehen ja durch Wald und Wiesen und die fahren da halt sehr häufig auch ins Gelände. Und da wird ja auch der XV jetzt mehr in den Fokus rücken, weil die großen Autos gar nicht so brauchen. Ne? Die müssen einfach mehr zur Kontrolle fahren, die da rein. Ja. Cool, guck mal da vorne, ein Oh ja. Ein T2, ja. Ich habe mir jetzt einen T3 gegönnt. Den hole ich jetzt irgendwann mal. An so einem T2 habe ich noch in meiner Lehrzeit, kann ich mich gut erinnern, regelmäßig Kerzen, Kontakte, Kondensator getauscht, ne? Und Vergaser eingestellt. Der ist schön, Feuerwehr. Schön, ja. Der ist auch gut erhalten mit Sicherheit. Der hat blaue Lampen. Cool, mutig. Ja, als ziviles Auto ist das mutig, ja. Ja, wenn es original ist. Schön. Der T2 ist auch so eine Geschichte, läuft und läuft und läuft. Früher waren die Motoren ja ganz anders, oder? Obwohl, der fährt ja auch einen Boxermotor, ne? Fährt auch einen Boxer? Das ist ein luftgekühlter Boxer noch, ja. Das hört man auch, oder? Ja, der bartelt so schön, ne? So, jetzt fährt er darüber. Wir fahren jetzt mal hier links. Ja. Und kommen dann hier jetzt mal zum Waldparkplatz. Aber ich sag mal, wenn jemand jetzt hier bestimmte Bedingungen hat, die nicht normal sind, also dass ich jetzt zum Beispiel Camping mache viel und den als Zugfahrzeug nehme, was hat der für eine Anhängelast? 1400 Kilo hat der XV. Das ist halt ein bisschen weniger als beim Forester, hängt halt mit dem zulässigen Gesamtgewicht zusammen und das ist halt in dem Fall etwas geringer als beim Forester. Forester haben wir inzwischen die Anhängelast erhöhen können auf 2 Tonnen und 70 Kilo, ne? So krumme Zahl. Also an die Auflastung um 200 Kilo konnte man... Wie geil, warte. Ist das hier in der Nähe? Das ist jetzt... Warte mal, ich steig mal aus. Ich muss mal... Oder was hast du gefahren erstmal? Wir fahren jetzt mal da hoch und dann kannst du ja da oben mal... Es ist ultra steil schon gerade. Wir haben bestimmt jetzt 8 Grad. Ja, ich muss mal gucken, ob der das anzeigt hier. 7 Grad haben wir gehabt. Ich gehe mal noch mal zurück. Ja. Der zeigt das an.
Ja, hier. Na? Ja, 7 ist ja noch gar nichts. Nee, das ist ja noch harmlos. Kindergeburtstag. So, und dann kann man halt hier jetzt, wenn man die Waldarbeiter mal kontrollieren will, ne, ob die ihre Arbeit richtig machen, dann kann man halt hier mal hochfahren. So, jetzt haben wir 9 Grad. Jetzt sind es. Gucken wir mal, was noch geht. Jetzt haben Jetzt bleiben wir wir hier mal so stehen. 13 Grad. 18 Grad. So, 19, 18 19. Grad, ne? So, und jetzt haben wir wir stehen auf losem Sand, Ja. ne? Ich aktiviere jetzt mal die Berganfahrhilfe, dann rollt er nicht so schnell rückwärts. So, und dann gebe ich einfach Gas und dann geht's weiter. Nee, ne? Ja, 18 Grad. 18 Grad und Waldboden, siehst du ja hier, ne? Das ist krass. So, und dann können wir jetzt auch hier rückwärts fahren, rangieren, da haben wir keine Probleme. Dann Ich zeig's gleich mal von draußen, weil der. Ui, auch hier jetzt kann ich meinen X-Mode benutzen. Warte, ich zeig mal. Achso, der ist aktiv zu aktivieren. Genau, das ist die Bergabfahrhilfe. Ne? Ja, Die bremst mich jetzt auch hier. Das weiß er Ich bremse automatisch? jetzt auch nicht selbst. Guck mal, jetzt haben wir die 18 Grad oder 15 Ja. und ich bremse nicht, ne? Ich lenke nur. Und dann wird jetzt jedes Rad individuell angesteuert und das den besten Grip auf der Straße hat. Und somit kann er hier ganz easy nochmal runterfahren. Ja, schade, dass es nicht Aber- rückwärts geht. Wieso soll das nicht rückwärts gehen? Ich war nur Spaß. Wie geil. Warte, ich steig mal aus. Ich zeig mal gerade, wie schräg das hier ist. Komm schon mal Genau. raus aus dem Gurt hier. Ja, ich bin ein alter Mann. Warte mal. Es ist schon echt schräg. Hier vorne. Der fährt echt rauf wie runter. Ja, fährt einfach los. Das ist ganz krass. Das war alles noch mit Normalantrieb. Das war jetzt Normalantrieb und jetzt machst du X-Mode rein. Ja, jetzt dreht sich nichts durch. Er hilft. Zusätzlich rauszukommen. Ne? Und Ja. das ist ja häufig auch entscheidend, wenn man Warte, ich zeig mal gerade, man hat ja keine Vorstellung, wie schräg du gerade stehst. Und wenn du jetzt mal rückwärts fährst, mal so ganz langsam. So als wäre nichts, oder? Krass. Und das würde jetzt auch gehen. Aha, jetzt, genau, jetzt. das heißt die Bergabfahrhilfe. Die Bergabfahrhilfe. Man macht mal gerade ohne was zu machen. Er fährt einfach runter. Und Elektroantrieb, hörst du? Und Elektroantrieb. Ich hör's. Das ist cool. Warte, ich komm. So, und wenn du mal gerade so lieb bist, runter fährst, weil er ist jetzt hinten richtig gerutscht. Und fahr nochmal zurück. Das gibt's doch gar nicht. Das ist krass. Ich komme mal rein. Also das Thema habe ich verstanden. Also einfach fahren, der Rest macht das Auto. So ist es, ja. Warte mal, ich komme mal. Ey, ist das so steil hier? Wie viel Grad haben wir jetzt? 11 jetzt nur. Ja. Aber das allein mit der Anzeige, aber 11 wirkt ja schon ziemlich beeindruckend. Warte mal, ich komme mal hier rein. Also ich habe das noch nie ausgereizt bis zum Schluss, aber ich denke, selbst wenn es hier jetzt nass wäre, dann käme man irgendwie auch noch hoch. Ne? Wenn es richtig eng wird, muss man halt aus der Bewegung kommen, ne? Das ist klar, aber wie so oft, wenn man diese ganzen Videos sich anguckt, mit Schwung geht alles immer ein bisschen leichter, aber wir haben das jetzt ja einfach Brauchst du ja nicht. demonstriert, dass das auch ohne geht. Und Michael, wir haben gleich die 30 Minuten voll, wir müssen Abmoderation machen. Sag mal deinen Namen, wie du heißt. Michael Sauer, Auto Sauer Saarbrücken. Du verkaufst die Autos sogar. Ich liebe diese Autos. Wie lange machst du Subaru? 30 Jahre. Okay. Nein, nicht ganz, 23, aber 30 Jahre bin ich selbstständig. Also einfach eingeben, Subaru, Sauer, Saarbrücken. Du nimmst doch Kunden aus ganz Europa. Aus ganz Europa. Alles klar, danke, tschüss. Tschüss.